Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute machen wir ein eiweißreiches Schokoeis, ganz ohne Proteinpulver und ohne Eismaschine. Manchmal entstehen die besten Rezepte ganz spontan. Eigentlich hatte ich nämlich nur Lust auf ein leckeres, nicht zu süßes und eiweißreiches Schokoeis. Da mir allerdings keine Proteinpulver ins Haus kommen, da diese fast immer hochverarbeitet sind, habe ich ein wenig experimentiert. Das Ergebnis hat mich wirklich massiv überrascht. Es ist unglaublich schokoladig, herrlich cremig, angenehm wenig süß. Es ist außerdem deutlich günstiger als gekauftes, kommt gänzlich ohne Zusatzstoffe aus und überzeugt mit einem intensiven Schokogeschmack. Es sieht zwar nicht so aus und ist sehr kompakt, aber das Mundgefühl ist wunderbar cremig, super schokoladig und kann ich definitiv weiterempfehlen. Zugegeben, die Einleitung war sehr lang, nun starten wir direkt in die Herstellung. Dafür geben wir in gleichen Teile 50 Gramm Zartbitter und Vollmilchkuvertüre zum schmelzenden Wasserbad. Und keine Sorge, mein Wasserkocher ist zum Kochen ohne Deckel genau ausgelegt. Nachdem die Schokolade geschmolzen ist, können wir sie dann auch auf die Seite stellen, bis wir sie brauchen. Für ein herrlich cremiges Eis darf natürlich auch Sahne nicht fehlen, denn Fett allein macht nicht fett. Viel wichtiger ist aber das große Ganze und eine ausgewogene Ernährung. Zumindest brauchen wir davon 250 Milliliter. Die Sahne wird jetzt als erstes steif geschlagen. Und als Geschmacksverstärker gibt es eine kleine Prise Salz. Man schmeckt sie später auch nicht heraus, sie sorgt jedoch dafür, dass die Schokolade noch besser zur Geltung kommt und das Eis insgesamt etwas runder schmeckt. Die Sahne gehört auch richtig kräftig ausgeschlagen, jedoch nicht zur Butter gemacht. Und der ultimative Test ist, ob die Sahne über den Kopf stehen bleibt. Der kleine Tropfen ist natürlich der Vorführeffekt gewesen. Bis zur weiteren Verarbeitung kommt die Sahne in den Kühlschrank. Nun kommen wir zum selbstgemachten Quark. Er sorgt für eine wunderbar cremige Konsistenz und bringt auch eine gehörige Portion Eiweiß mit. Davon brauchen wir auf jeden Fall 250 Gramm und natürlich kannst du auch gekauften nehmen. Denn während des Abtropfen wird ein Teil der Molke entfernt, dadurch konzentrieren sich die Inhaltsstoffe zum Quark. Und auch der Eiweißgehalt pro 100 Gramm steigt. So wird dann das Eis ganz ohne Proteinpulver zu einer eiweißreichen Schleckerei. Ein wenig Süße darf nun natürlich auch nicht fehlen und das kommt auf deinen Geschmack drauf an. Wir brauchen 50 bis 100 Gramm Zucker. Die Messlatte ist ganz einfach. Bist du nicht so ein Süßer, nimmst du weniger. Brauchst du süß, nimmst du natürlich mehr. Und für ein intensives Schokoaroma gibt es 30 Gramm Kakaopulver. Die Menge kannst du natürlich auch variieren. Zu empfehlen ist jedoch zwischen 15 und 30 Gramm. Sagt mir mal, was ihr von diesen Art von Rezepten haltet. Ich freue mich auf euren Kommentar. Nun brauchen wir die vollständig ausgekühlte Schokolade und verrühren sie erstmal glatt miteinander. Das heißt, sie klümpchenfrei zu verbinden. Und dann kommt die Kuvertüre ohne weiteres zu den restlichen Zutaten. Nun wirst du es dir denken können, die Zutaten werden glatt miteinander verrührt. Das ist übrigens der Grund, warum man zuerst die Sahne schlägt, denn dann kann man die Rührer auch für den Schokoanteil nehmen. Andersrum macht es nämlich für mich überhaupt gar keinen Sinn. Solltet ihr dabei nun feststellen, dass die Masse relativ trocken ist, gebt noch 40 bis 50 Milliliter Milch dazu. Das hängt letzten Endes auch mit dem Quark und der Menge des Kakaopulvers zusammen. Sobald der Schokoteil dann gut verbunden ist, kann man durchaus mal probieren. Ist es einen süß genug, dann kommt jetzt die Vereinigung mit der Sahne. Dazu wird der Schokoanteil einfach zur Sahne gegeben und vorsichtig untergehoben. Das geht am besten, wenn man von außen nach innen arbeitet. Das Eis lässt sich übrigens ganz hervorragend vor der Arbeit zubereiten, da es sowieso ungefähr 6 bis 8 Stunden im Gefrierschrank durchziehen sollte. Und genau das machen wir jetzt. Also die Umfüllung in eine Schüssel, die für den Gefrierschrank geeignet ist. Normalerweise würde ich Glas verwenden, aber ja, Glas hat die doofe Eigenschaft, dass es Peng macht. Wie kurz vor dem Dreh passiert. Also gibt es eine Plastikschüssel von der Nachbarin. Vielen Dank noch an der Stelle. Auch Reste von Sahne macht dabei nichts. Diese kann einfach untergehoben werden und macht ein wunderschönes Muster, wie ich finde. Nun kommt natürlich der Deckel auf die Dose. Im Gefrierschrank darf das Eis nun etwa 6 bis 8 Stunden durchfrieren. Hier ist es nun etwa 8 Stunden durchgezogen und ist natürlich durchgefroren. Sieht
Sieht absolut fantastisch aus mit dem Muster. Und dann kann es auch genossen werden oder genießen werden, wie sagt man. Wenn das Eis so kompakt ist, wie du es bei mir sehen kannst, tut das dem Geschmack, der wirklich ungemein cremig auf der Zunge ist durch den hohen Sahneanteil. Du kannst die Dose auch 20 Minuten stehen lassen, dann kannst du es ganz wunderbar aus der Dose holen. Leider fehlte mir die Geduld heute und ich wollte bei sommerlichen 36 Grad das Eis genießen. Es ist kostengünstiger und garantiert ohne künstliche Zusätze. Und wer es super cremig haben möchte, lässt das Eis einfach noch 20 Minuten draußen stehen. Dann hat es auf jeden Fall die perfekte Konsistenz. Na, das hier gehört jetzt aber mir. Und ich wünsche nun viel Freude beim selbermachen, gutes Gelingen. Lasst es euch gut gehen. Bis demnächst und viel Genuss. Pfiat euch.